Willkommen in der Markthalle 9 auf die Suche nach chinesischem Essen. Guck mal, hier gibt es auch Ramen. Kann man die anzünden? Guck mal. Und Tantan Doha. Doha kennen wir schon. Gar nicht so viel Platz. Doch. Und guck mal, das ist auch sehr berühmt bei Doha. Du kannst entweder mit Reis oder mit Nudeln. The 11 Spices or the Tantan Doha? Yeah, Tantan Doha is more like a Sichuan style with spicy Yeah. and some pickle inside. So this one is more authentic. Yeah, and the 11 one is more specific made for Germany. Like Oh, no, we do the Chengdu one. And also the Yibing Mian. Ramen. Ramen. The Yibing noodles you have new. yes. Yeah. Wow, so spicy. Huh? Oh, yeah. Like middle spicy or super spicy is okay, both. I have nothing to do tomorrow, so it's fine. Thank you. Das ist Chengdu Style Doha. Ja, guck mal, er mixt direkt. You're already mixing for us. Thank you. The dish is too small. No. Yeah. Germans also not so good in mixing. Yeah, that's why also. Ja. Das war jetzt Sojasauce. Zack. Okay. And this noodles can lit on fire? Does it work? Did This word doesn't mean fire. did you try? Like how you mix it. Yeah. That is Did, that it doesn't mean like did you try? No, I never tried. Yeah. I was in Yibing, but then we eat noodles all the time, and then the last day I remember that the name is actually that you can put them on fire, Yeah. but I have no lighter. I never saw anyone try it there. So I Yeah. don't know if it's like some story for. Yeah, I see it's possible. Yep. Yeah. So Yuze actually is the one who make all the food Today. today. Thank you. Thanks a lot. Enjoy. Bye bye. Okay, also wir haben einmal Ramen. Hast du ein Feuerzeug mit? Feuerzeug. Ja, Okay, nein. weil Es kann. Ramen sollen brennbar sein. Und nur die echten Yibing-Nudeln, dann weißt du, es ist eine echte Yibing-Nudel, die kann man anzünden. Also wir waren gerade am Doha-Stand, Tantan Doha. Wir verlinken das auch noch in der Beschreibung und die haben auch eigenen Instagram-Account. Wir waren schon mal bei ihnen essen auf einem anderen Markt und ist wirklich sehr Sichuan. Das müssen wir zeigen. Da gibt es keine Gnade. Wir hatten letztes Mal Nudeln von uns vorgestellt, 1800 Jahre, selbe Zeit Doha. Also richtig alt, diese Techniken, wie man den Tofu herstellt. Aber fangen wir mit den Yibing-Nudeln an. Vielleicht müssen wir die gatekeepen und da machen wir so ein Bild, bis wir unser Video über Yibing veröffentlicht haben. Ja, machen sie gut. War noch einer von denen, die 3 Tage nach Stichtag Geburtstag hatten. Kauen. Also, mal hier sein eigenes Entertainment. Okay. Machen sie gut, ja. Sehr nussig, weil natürlich hier Erdnüsse, hier kleine Sesam. Diese, ich weiß eigentlich nicht. Was ist das? Yazai. Sie machen eigene Yazai vielleicht. Oh, ich frage nochmal. Wir gehen gleich nochmal fragen. Genau. Weil Yibing ist berühmt einmal für diese Nudeln und für Yazai. Eingelegte Gemüse. Wirklich sehr, sehr gute Yibing-Geschmack. Aber die Nudeln sind ein bisschen dünn. Die Nudeln in Yibing sind schon dicker. Aber so die Soße, ja. Aber ich glaube, sie machen extra dünne Nudeln. Sie sind hier auf dem Markt mit dem kleinen Kocher. Und hier hast du nicht so viel Strom und nicht so viel Power. Deswegen kleine Nudeln kochen ein bisschen schneller. Ja, die sind nicht selbst gemacht, aber muss auch nicht. Weil Sichuan ist immer Nummer 1 Soße.
wenn du Soße geil gemacht hast, die Leute kommen immer. Weil Nudeln sind alle gleich. Manche sind, wie sagt man, selbst gemacht, manche sind aus der Fabrik. Aber es sind alles Trockennudeln in Sichuan. Deswegen am Ende, sie schmecken so ähnlich. Oh, jetzt kommt Doha. Er ist im Prinzip sehr ähnlich obendrauf. Wir haben wieder Yazai. Wir haben die Nüsse. Guck mal, hier könnt ihr sogar sehen, die haben hier schon ein bisschen Gewürzmischung obendrauf bei den Nüssen. Das Chili-Pulver. Sehr, sehr weich, Doha. Okay. Und Doha auch mit Stäbchen essen, oder? Nö, deswegen haben wir noch einen Löffel. Also ihr könnt das auch so richtig schön durchmixen und so das alles klein machen. Also hier die Tofu-Apokalypse. Let's go. Also diese mit Essig, deswegen sauer. Sie haben auch so viel Auswahl. Ich habe mich am Ende für die Chengdu-Variante entschieden. Machen Sie gut. I want to say thank you. You're really hitting the Yibing taste. Really? But we didn't find a lighter, so we couldn't prove if it's burning. Maybe next Ja. time. Hey, guck mal an. Hier ist zwar kein Chinesisch geschrieben, aber doch hier, Jianbing. Willst du Jianbing essen? Chinesisches Snack. Wo kommt der her? Ja, wo denn aus China? China ist groß. Beijing? Oh, diese ist mit Schinken, ne? Ja, wir machen Meat Lover. 那你们是做这个多久了？这个煎饼？好几年，是一直都是在这儿吗？还是？不是，这只是一个市场。哦哦，然后那你平时别的天的话是在哪儿？我们有2个店，哦，就是有店是吧？市场对。明白吗？一个在 Warsaw，一个在 Sony Center。 So it feels like you have more than 2 shops already. Ah, 可以，微辣，oder？微辣，它都可以超级能吃辣。对。对。谢谢。Also das ist Jianbing, eine Spezialität aus dem Norden Chinas. Das ist einfach Teig mit Ei. Was ist das hier? 薄脆， Knackiger Teig. 可能呀。 Genau, ein bisschen Gemüse und wir haben den Meat Lover genommen, deswegen kriegen wir eine fette Schinkenscheibe da drin. Kameramann Xiaoliu macht den Test. Sag gar nicht. Schmeckt das? Ja. Ich bin hungrig. Ah, ja. Haben Sie uns gefragt, ob wir das scharf wollen? Du hast Vela gesagt. Aber das ist gar nicht scharf. Hast du scharf gemerkt? Könnt ihr nicht vertrauen. Aber ich weiß jetzt, warum er am Anfang nichts gesagt hat. Also Jianbing ist ganz frisch, das Brot ist auch knackig, schmeckt so die Wurst und so. Aber würde ich mich jetzt entscheiden müssen zwischen Yibing-Nudeln, Doha und Jianbing, ich würde die anderen beiden zuerst essen. Also die anderen beiden, die sind viel, viel leckerer. Ja, weil du noch nie in Peking warst, bestimmt, oder? Klar war ich in Peking. Ich habe in Peking für 3 Monate gelebt. Es kann sein, dass die Soße nach unten gerutscht ist, aber naja. Aber ich weiß, der schmeckt auch anders. Sie haben ja hier 2 eigene Läden und dann haben sie so mehrere kleine Stände. Und der Jianbing bei Ihnen im Laden schmeckt anders. Na, der im Laden schmeckt gut. Wir sind zu stark vom Sichuan-Geschmack infiziert. Deswegen, diese ist nicht so kräftig, so ein kleiner milder Snack.
Sliced Minced Beef. Ich glaube, das habe ich schon mal gegessen. Chausche. Auch wieder Peking essen. Crispy outside, Beef inside. Ich will das. Aber hier sehen die größer aus, oder? Hi. Wir wollen auf jeden Fall die Beef Pancake, Mochi Spieß und diese. Ja. Trinkgeld. Da, Trinkgeld reinwerfen. Ja. Okay, danke schön. Oh, haben wir ein bisschen Chili bekommen. Was ist das? Ach, ein Mochi-Spieß. Und das ist hier die Hauptattraktion. Chausche. Warte, guck mal, wir können auch gleich noch einmal. Dann nehmen wir einfach noch direkt einen mit. Xiaolongbao. Die Schärfe ist nicht kaum aus China. Stände mal, ist fake oder was? Keine Chinesen hier drin. Okay, dann machen wir das nicht. Ach so, jetzt ist er bestimmt auch nicht mehr heiß, oder? Kennst du diesen Snack? Den so? Aber sie haben andere Namen. Was? Der Restaurantname. Oh, also Mochi Spieß. Nummer 1. Schmeckt nach? Sag Bescheid, wenn der nächste kommt, ja? Wie war das nochmal? Jianbao. Jianbao. Ja. Bao ist Baozi. Baozi. Jian ist gebackt. So wie bei Jianbing. Also anstatt Jianbing nur Jianbao. Ja. Jianbing, Jianbao. Gibt es noch irgendwas mit Jian? Jian Niu Pai. Aber Niu Pai ist Steak. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so was Teigiges. Oder kann man Schnitzel draus machen? Okay, lass mal probieren. Oh, okay. Ich glaube, er hat... Warte, heiß. Deswegen hier die Suppe. Die Suppe ist schon rausgetropft unten. Warte, dieser Teig ist... der Fleischball ist nur so riesig. Probieren. Nicht aufessen. Ja, sowieso, ganz viel Gemüse drin, was du eh nicht willst. Aber ist gewürzt, schön mit Kräutern. Ist nur das Blöde. Ich habe keine Kochausbildung. Ich habe auch mal die Hälfte meines Lebens eigentlich nur 5 Gerichte gegessen. Deswegen, ich kann gerade nicht identifizieren, wonach das schmeckt. Zimt. Zimt kriege ich hin, aber da ist noch mehr. Der ist lecker. Okay, lass mal den Teig probieren. Könntest du den einmal... Ja, thank you. Der ist knusprig. Ein bisschen hart. Aber soll das so? Jianbao-Teig ist hart? Ja. Ja. Ist hart. Das ist normal. Ja. Der ist auch nicht ganz durch. Guck mal. Das ist aber manchmal in China soll das so sein. Deswegen, ich würde da gar nichts gegen sagen. Du hast halt so eine Teigmasse und unten ist richtig angebrannt. Ich finde den ganz gut, ja. Als ich Kind war, esse ich das fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Das ist one of my favorite. Deswegen bist du so groß und stark geworden, weil hast du Teig und Fleisch und dann wirst du kräftig. Ja, esse die Teig jeden Tag. Ja, hier, das ist Nordchina. Fleischanteil 90%, Gemüse 10%. Peking Snack braucht man immer ein bisschen Mittagsschlaf, weil muss der Magen viel arbeiten danach. Ich habe jetzt das Chilipulver nicht genutzt und ich habe auch die extra Röstzwiebeln hier nicht benutzt. Ich war so drinne, einfach das Fleisch wegzuputzen und zu futtern, dass ich die beiden Sachen hier vergessen habe. Aber das ist hier so das, kriegst du jetzt überall, dieses Chili. Deswegen brauche ich unbedingt. Für den Markt heute war interessant. Wir haben jetzt 3 Stände gefunden. Eigentlich gibt es noch einen 4.
Aber zudem wollten wir nicht hin, weil wir haben keine Chinesen drinnen gesehen. Die hatten zwar auch auf Chinesisch draußen dran geschrieben, Xiaolongbao und Baozi, aber wir haben gedacht, vielleicht ist nicht so authentisch. Ja, Fazit zu dem Markt. Das ist hier ganz cool. Ich könnte preislich was sagen. Natürlich, der ist immer ein bisschen teurer, aber man kann es auch so sehen, weil die Leute, die hierher kommen, die können jetzt hier nur einmal in der Woche teilweise herkommen. Wenn dann der Snack, anstatt würden die einen eigenen Laden haben, da bieten die den vielleicht für 6 Euro an und hier für 10 Euro, finde ich total okay, weil die müssen einmal hier den Aufbau machen. Hier kommen eventuell auch viel weniger Kunden direkt zu ihrem Stand. Also sie müssen dann ja trotzdem ein bisschen Geld verdienen und da müssen sie auch noch was an den Markt abgeben. Deswegen, wenn hier Sachen teurer sind, ich finde total okay. Und das ist ja das Erlebnis. Ja, also dass du in so einer Marktatmosphäre essen kannst, so einen kleinen Snack hier, einen kleinen Snack da. Wenn nur für Chinesisch essen, natürlich ist ein bisschen wenig. Ja, aber wir sind auch nicht in China, wo es jetzt hier noch 30 andere Stände gibt und wir hier einfach durchfuttern können. Hier findest du natürlich auch international ganz viele Sachen und ich glaube, dann wird man auch happy. Besonders gefallen Doha, Tantan Doha heißen die. Gleich wenn ihr Eingang reinkommt, zweite Reihe, da stehen die, esst das. Probiert da ruhig alle durch, das lohnt sich richtig. Der Jambing ist so ein netter Snack irgendwie. Aber der hatte nicht so viel Power. Das war so ein bisschen enttäuschend, würde ich sagen. Ja. Ich habe, glaube ich, nur einmal bis jetzt in meinem Leben, zweimal Jambing gegessen. Einmal hier in Berlin, in dem Laden vom Chef, da war der besser. Also kann man auch dahin gehen. Und einmal in Chengdu und der war auch mega lecker. Und da kam der jetzt gar nicht dran. Tut mir leid. Und dann hat man noch hier den Fleischball. Esst den am Ende, weil der haut euch einfach K.O. Einfach diese Fleischmenge mit dem Öl und der Soße. Der ist richtig kräftig. Der hat super Spaß gemacht. Ja. Also Markthalle 9 ist geil. Kommt ihr her, geht hier futtern. Da findet ihr unsere Playlist und könnt ihr noch schauen, in welchen Restaurants wir noch essen waren. Hier geht zu einem Video eurer Wahl. Das sucht der Algorithmus für euch aus. Ich hoffe, er hat gut ausgewählt. Schreibt es auch mal ruhig ins Kommentar, ob das eine gute Empfehlung war vom Algorithmus. Weiter essen, weiter gucken. Oh, schon fast aufgegessen. 好吃，好吃. 我都能接受的辣。 Warum redest du eigentlich Chinesisch? Chinesische Essen muss man Chinesisch sprechen. Oho. That is very